Hallo Freunde der Füße! Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Raum und zwar mit der Behandlungskabine. Die Behandlungskabine ist eigentlich für uns der wichtigste Raum überhaupt, denn in diesem Raum behandeln wir den Patienten und wir verbringen auch die meiste Zeit des Tages in diesem Raum. Wie soll der Raum gestaltet sein? Mindestanforderung: ein Patientenstuhl, also wenn es geht so ein hübscher. Da gibt es verschiedenste. Da gibt es welche mit einem Motor, mit 2 oder 3 Motoren oder 4, 5, 6, 8, 10, 15 Motoren. Weiß ich nicht, wie hoch das geht. Und es kommt immer natürlich auf die Preislage drauf an, was ihr ausgeben möchtet. Für die Beginner, also für diejenigen, die sich gerade frisch eine Praxis einrichten, würde ich vorschlagen, mindestens einen mit einem, 2 oder 3 Motoren zu wählen. Die mit einem Motor sind meistens die Stühle, die hochgehen und gleichzeitig kippen. Warum kippen? Weil bei allen Stühlen, egal auf welche Stühle man sich setzt und man kippt es nicht, hat man das Gefühl, man rutscht nach vorne weg. Das ist natürlich nicht so prickelnd, wenn der Patient immer das Gefühl hat, dass er mit den Füßen da irgendwie zu euch rutscht. So, mit 2, der hier hat 1, 2, 3. Der hier hat 3 Motoren, das heißt, der geht hoch, der kippt extra und die Rückenlehne kann man auch extra umlegen. Zum Beispiel ist es der Stuhl, den was ich habe, den kennt ihr ja eh. Den für die anderen Videos, also ich bin zufrieden damit. Also mein erster Stuhl, den was ich gehabt habe, das war auch ein einmotoriger Stuhl. Ist für den Anfang super, weil es in der Preislage heute die günstigsten Stühle sind. Für die ersten 5, 6 Jahre schickt es. Danach, wenn ihr sagt, jetzt will ich mir mal was Besseres leisten, dann kann man auf die nächste Kategorie gehen. Wer jetzt natürlich sagt, er will den Top-Komfort haben, dann gibt es noch diesen Stuhl. Dieser Stuhl hat alle Motoren, was man nur braucht. Und zwar einen für Rückenlehne, für Sitzfläche, für hoch und runter und die Fußstützen gehen auch noch extra. Also dieser Fußpflegestuhl ist schon quasi der Ferrari. Kann man haben, muss man nicht. Ich finde es auch toll, dass er die Fußstützen auch hoch und runter geht mechanisch, weil manchmal ist man halt mit der Kraft nicht so weit, dass man die Hydraulik dann, wenn es jetzt kein Motor ist, zurückschieben kann. Ich bin ja einer, der was nicht so viel Kraft im Daumen hat, dass ich jetzt hier bei dem zum Beispiel, das geht ja so hoch und dann muss man hier unten den Hebel drücken und dann muss man das, ja jetzt mit dem Fuß geht es einfacher, aber wenn ich davor sitze, dann drücke ich immer gegen den Polster. Problem der ganzen Geschichte, wenn man den Polster jetzt daher nimmt als Drückhilfe, dass das Leder leider schneller kaputt geht. Die Stühle wollen natürlich auch nach jeder Behandlung desinfiziert werden und gesäubert werden. Problem bei der ganzen Sache, das Leder macht es zwar etliche Zeit lang mit, aber nicht allzu lang. Ich bin jetzt nicht derjenige, was immer daran denkt, das Leder auch noch jeden Tag zu pflegen. Das heißt, es sieht nach 5, 6, 7 Jahren, je nachdem wie sehr man gut oder wie schlechter man damit umgeht, sieht das Leder ja nicht mehr so toll aus. Praktisch bei den Herstellern ist, dass man die Sachen nachkaufen kann. Meistens leiden ja die Fußstützen oben und unten oder wenn man jetzt nur eine hat, oft leiden die unter der vielen Desinfektion, die kann man dann nachkaufen. Ist ja gar nicht so teuer, habe ich auch schon gemacht und dann ist es wieder wie neu. Ich würde ja persönlich es bevorzugen, wenn es so einen Überzieher aus so einem Plastik geben würde, der was das ganze Desinfektionskram besser aushält, weil dann muss ich nämlich nicht alle neue Fußstützen alle etlichen Jahre kaufen. Ist jetzt von mir. Gut, was ist noch zu den Stühlen zu sagen? Gibt es natürlich in allen verschiedenen Farben, je nachdem wie ihr eure Praxis eingerichtet habt. Genauso wie bei der Anmeldung, wie vorhin gesagt, guckt, dass ihr die Logofarben immer wiederkehrend habt. Was ich euch ans Herz legen würde, der Behandlungsstuhl, wo der Patient drauf sitzt, in einem Grauton zu nehmen. Hellgrau, dunkelgrau. Nicht zu hellgrau, kein Weiß, keine grellen Farben. Das Ganze hat nämlich den Grund, Patienten haben oft Jeans an, blaue Jeans. Und wenn man da viele Patienten sitzen hat mit blauen Jeans, dann wird ein weißer, also ein hübscher weißer Stuhl nach etlichen Monaten schon gut blau.
Kriegt man das wieder runter? Schwierig. Es gibt so ein paar Tricks, wie man das runterkriegt. Vielleicht ist einer von euch so nett und schreibt es unten in die Kommentare rein, wie man die Farbe aus dem Leder wieder rauskriegt, ohne dass das Leder kaputt geht. Ich habe das noch nicht hingekriegt. Ich habe meinen ehemaligen Stuhl ein bisschen malträtiert, dass ich die Farbe rauskriegt habe. Also das Leder hat es mir etwas übel genommen. Daraufhin habe ich ihn neu beziehen lassen und dann war das auch wieder gegessen. Ja, somit sind wir mit dem Patientenstuhl eigentlich durch. Ach so, seid so gut, auch wenn es preislich sehr verlockend ist, wirklich sehr verlockend, sich gebrauchte Stühle zu kaufen. Das ist nicht. Ihr habt erstens mal das Problem, ihr wisst nicht, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist, ob das Hydraulik, ob die Motoren wirklich in Ordnung sind, wie alt der Stuhl wirklich ist, weil die Stühle, wenn die gepflegt sind, schauen die nach 10 Jahren auch noch fast aus wie neu, wenn man die ordentlich sauber macht und alles. Deswegen das, was ich euch auch ans Herz legen würde, natürlich bei uns muss es Medizinprodukt sein und achtet auch darauf, dass ihr wartungsfreie Stühle kauft. Die Wartungsintervalle werden ja vom Hersteller festgelegt. Und wenn der Hersteller sagt, der Stuhl ist zu warten, auch wenn es ein Medizinprodukt ist, wie umgekehrt, wenn es ein Medizinprodukt ist, dann soll er gewartet werden, dann kostet euch das Folgekosten, also 500-600 Euro Minimum, sage ich mal. Und wenn jetzt der Hersteller sagt, es ist ein Medizinprodukt, das nicht gewartet werden muss, dann braucht sie diese Folgekosten nicht. Also für euch wäre es besser, Stühle ohne Wartungsintervalle zu kaufen. Finde ich persönlich auch besser. Schon den Geldbeutel. Jo. Hat euch das Video gefallen, lasst mal einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und klickt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video, eure Podologin Andrea.